Hallo und willkommen zu einem weiteren Video unserer Reihe zum Thema Jobstress. Heute heißt das Thema Raus aus dem Gedankenkarussell. Es gibt Menschen, die die beneidenswerte Gabe haben, ihre Arbeit abzuschließen, aus der Firma rauszugehen, nach Hause zu fahren und an nichts mehr zu denken, was mit der Arbeit zu tun hat. Sie legen den Hebel um und sagen, jetzt bin ich in einer anderen Welt. Vielen Menschen gelingt das nicht so gut. Sie wollen abends nach Hause gehen, da fällt ihnen vielleicht gerade noch ein, Mensch, wenn ich das noch erledige, muss ich es morgen nicht machen, das mache ich mal eben schnell. Und aus dem eben schnell wird auf einmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und sie sind wieder nicht zu dem verabredeten Zeitpunkt nach Hause gekommen. Und auf dem Weg nach Hause beschäftigen sie sich weiter mit der Arbeit und dann hören sie vielleicht ein bisschen Musik und fangen an, sich zu entspannen und plötzlich macht es zack und es fällt ihnen etwas ein, was sie doch noch vergessen haben und hätten dringend erledigen müssen. Na gut, Gott sei Dank, ich habe meinen Laptop dabei, sagen sie dann mache ich das nachher eben mal zu Hause. Das ist wieder so ein eben mal und auf einmal merkt man, die Arbeitswelt greift immer weiter ins Privatleben ein und macht uns Stress. Heute sprechen wir darüber, was dieses Gedankenkarussell in Gang setzt, was es weiter antreibt und was wir tun können, um es zum Anhalten zu bringen. Ist dir das auch schon passiert, dass du die Gedanken aus der Arbeit nicht abschütteln konntest, als du nach Hause gefahren bist und dass dich Dinge eingeholt haben, die du den ganzen Tag über zur Seite geschoben hattest? Wenn wir dann in diese Drehmühle hineingeraten, dann entsteht Stress und das ist nicht gut. Das ist weder gut für die Gesundheit, das ist nicht gut für unsere Leistungsfähigkeit, für unser Wohlergehen ist es nicht gut und fürs Privatleben auch nicht. Das haben Studien immer wieder nachgewiesen. An guten Tagen läuft es ganz anders. Da haben wir vielleicht ganz kreative Gedanken, wenn wir im Auto sitzen oder in der Bahn und nach Hause fahren. Und dann fällt uns etwas ein, was wir im Job noch machen könnten. Das begeistert uns. Wir machen uns vielleicht sogar ein paar Notizen. Glückshormone werden ausgeschüttet und es geht uns richtig gut. Wenn wir so kreativ denken, dann sind wir völlig gegenwärtig, dann sind wir fokussiert und konzentriert, dann sind wir bei der Sache und vollkommen bewusst. Wenn wir grübeln, wenn wir den Gedanken nachhängen, die das Schwungrad des Gedankenkarussells antreiben, haben wir keine Kontrolle. Das läuft nach ganz anderen Gesetzen, die wir nicht wirklich steuern können. Dann gehen uns Gedanken durch den Kopf, die wir eigentlich gar nicht wollen. Da tauchen Gefühle auf, die wir nicht wollen. Wir werden plötzlich an irgendwelche Dinge erinnert, die aufpoppen aus der Vergangenheit, die mit der gegenwärtigen Situation nichts zu tun haben. Oder wir machen uns Sorgen über die Zukunft, von der wir gar nicht wissen, wie sie aussehen wird. Der Grund dafür, dass das immer wieder passieren kann, ist ein ganz einfacher. Es gibt Dinge, die wir gedanklich und emotional nicht abgeschlossen haben und die uns deswegen weiterhin im Kopf herumgehen. Vielleicht hatten wir zu wenig Informationen, um eine Arbeit fertig zu machen und wissen nicht recht, wie wir damit umgehen sollen. Vielleicht sind wir zu unseren Dingen nicht gekommen, weil wir unterbrochen wurden durch Kollegen, durch Telefonate, durch plötzliche Meetings, durch irgendwelche E-Mails, die wir auf einmal bearbeiten mussten. Oder es gab Dinge, die wir gestern und vorgestern nicht erledigt haben, die immer noch auf unserer To-Do-Liste stehen und die uns plötzlich alle einfallen und das Kreiseln geht los. Mit anderen Worten, noch einmal, alles, was wir gedanklich oder physisch begonnen, aber nicht zu Ende gebracht haben, was uns irgendwo im Kopf herumkreiselt, veranlasst unser Gehirn, all diese Dinge mit einem Marker zu versehen und da steht drauf, nicht fertig, bitte abschließen. Und es erinnert uns jedes Mal daran, wenn wir irgendwie mal ein bisschen mehr entspannt sind. Im Auto, im Bus, beim Abendessen, im Bett. Das kommt zu den unmöglichsten Dingen, immer dann, wenn wir locker lassen.
Das ist wie Handytöne bei hereinkommenden Messages. Aber Handytöne können wir abstellen. Können wir das Gedankenkarussell abstellen? Ja, das ist möglich. Und dazu haben wir zum Schluss dieses Videos 4 Tipps für dich. Wenn wir in das Gedankenkarussell hineingeraten, ist das so ein schleichender Prozess, das merken wir oft gar nicht. Und auf einmal finden wir uns wieder und sagen, meine Güte, wo bin ich denn jetzt eigentlich lang gefahren? Ich habe gar nichts mehr gemerkt und sind völlig abgedriftet. Deswegen, weil das so ein automatischer, schleichender Prozess ist, ist es ganz gut, ein Grübeltagebuch zu führen, eine Woche lang. Einige unserer Klienten haben das erfolgreich getan und die haben sich vorgenommen, immer dann, wenn sie angefangen haben, über ihren Job nachzudenken, ohne dass das wirklich produktiv war, einen Marker zu setzen, den macht nicht das Gehirn, sondern machen sie selber, und die Zeit zu notieren und auch festzuhalten, wann sie damit aufgehört haben. Einige waren nach einer Woche ziemlich schockiert, als sie zusammengezählt haben, was dabei rausgekommen ist. Das waren zum Teil zwischen 10 und 15 Stunden in einer Woche, die sie mit diesen unproduktiven Grübeleien verbracht haben. Nun ist es schwierig, den Anfang zu notieren, wenn man gar nicht so recht merkt, wie man da eigentlich in dieses Karussell eingestiegen ist. Aber je öfter wir das versuchen und je mehr wir das bewusst in Gang setzen, desto mehr werden wir uns klar darüber, was da eigentlich passiert, und beginnen, das Ganze mehr und mehr zu steuern. Also vielleicht möchtest du das mal ausprobieren. Nur ist es das eine, zu wissen, was passiert und was man eigentlich tun sollte, und das andere ist, was kann ich tatsächlich konsequent machen, um dieser Gewohnheit endlich mal Herr zu werden. Wir müssen wirklich dranbleiben, und da gibt es 2 Faktoren, die dabei eine große Rolle spielen. Der erste ist, wir müssen es wirklich, wirklich wollen. Und der zweite ist, wir müssen Regeln und Routinen aufstellen, die wir für nützlich erachten und an die wir uns in jedem Fall auch halten. Und das führt uns zum zweiten Tipp, nämlich die Arbeit und die Gedanken an die Arbeit in der Firma zu lassen. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass manche Menschen sich schwer tun, wirklich zu einem Schluss zu finden. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir uns vornehmen, heute Abend um 18 Uhr will ich fertig sein, wenn ich einen ganz wichtigen Termin habe, schaffe ich das ja auch. Und diesen Termin dann unbedingt einhalten. Und alles das, was noch zu erledigen ist, was wir bis dahin nicht geschafft haben, machen wir jetzt nicht mehr, sondern morgen. Die letzte Aufgabe, die wir zu tun haben an jedem Arbeitstag, ist sinnvollerweise, um mal kurz zurückzugucken und zu sagen, was ist uns gelungen, was haben wir fertig gekriegt, können wir uns auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, gar nicht so verkehrt, und was haben wir noch nicht fertig gekriegt, was ist noch übrig geblieben. Und das kommt auf die Agenda für morgen. Und was, wenn auf der Agenda für morgen schon sehr viel steht, dann müssen wir sehen, dass wir das so unterbringen, dass es klappt. Wir müssen entscheiden, wie wir unseren Arbeitstag machen wollen, und das ist ein Weg dafür. Der Vorteil ist, dass wir, wenn wir das so machen und abends nach Hause fahren, das Gehirn keinen Grund hat mehr, uns permanent an irgendwelche Dinge zu erinnern, die wir nicht fertig gemacht haben, weil das haben wir alles selber schon erledigt, und dann haben wir unsere Ruhe. Heißt das, dass wir abends keine E-Mails mehr beantworten, dass wir nicht mehr aufs Geschäftshandy gucken? Genau das heißt es. Das könnt ihr ausstellen, brauchen wir nicht. Was ihr erledigt habt, habt ihr erledigt. Irgendwann muss ja mal Schluss sein, sonst überwältigt uns komplett der Stress. Smartphones und Tablets sind wie offene Türen. Und wenn man sie offen lässt, kommt auch immer irgendwas rein und setzt das Gedankenkarussell in Gang. Gibt es keine Ausnahmen dieser Regel, wenn mal was ganz Dringendes und unbedingt zu Erledigendes doch noch gemacht werden muss, vielleicht auch zu Hause? Doch, solche Ausnahmen gibt es, aber die sollten wirklich Ausnahmen bleiben und selten sein. Und selbst dann können wir sagen, okay, jetzt setzen wir uns zum Essen, und nach dem Essen mache ich noch eine Dreiviertelstunde, nehme ich mir noch Zeit für meine Arbeit und erledige das dann, und dann ist es auch gut, und Freizeit ist und bleibt Freizeit. Der dritte Tipp bezieht sich auf die Arbeit im Homeoffice.
immer mehr Menschen arbeiten heute im Homeoffice und haben ein bisschen Schwierigkeiten manchmal, Privates und Arbeit voneinander sauber zu trennen. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Am besten ist es, einen Arbeitsplatz sich einzurichten, der Arbeitsplatz ist und bleibt. Und wenn er noch so klein ist, und an dem arbeiten wir und tun sonst nichts. Und wir arbeiten auch nirgendwo sonst. Wir arbeiten nicht im Schlafzimmer, auf dem Bett, wir arbeiten nicht auf der Couch, wir arbeiten nicht in der Küche. Alles das, was privat ist, bleibt auch räumlich privat und wir trennen das. Manche sind sogar so weit gegangen und haben gesagt, ich ziehe zur Arbeit andere Kleidung an als abends zur Freizeit. Ich ziehe mich um am Ende, nur um meinem Gehirn ein Zeichen zu geben, jetzt ist Freizeit. Und dann ändern sie die Beleuchtung, dann machen sie die Musik an und dann reagiert das Gehirn darauf und lässt los und erinnert sie nicht mehr. Jetzt kann man sagen, schön, das klingt alles gut, das möchte ich auch gern probieren, aber ich kenne mich doch. Ich habe schon so oft irgendetwas mir vorgenommen, bin ins Fitnessstudio gegangen, habe wieder aufgehört. Woher weiß ich, dass ich das jetzt durchhalten werde? Das ist ein Thema, was relativ häufig vorkommt und dafür haben wir jetzt zum Schluss noch unseren 4. Tipp. Nach einem Filmtitel ist er überschrieben mit „Zusammen sind wir weniger allein“. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du könntest Hilfe und Unterstützung brauchen, um bei der Stange zu bleiben, dann such dir doch eine Bekannte oder einen Bekannten und versuche ein Team zu bilden mit dieser anderen Person, die ähnliche Dinge zu tun hat, die vielleicht auch im Homeoffice arbeitet, so wie du. Jeder von uns hat mal seine stärkeren und seine schwächeren Tage. Und wenn wir mal durchhängen, ist es ganz gut, mit einem Freund oder einer Freundin darüber zu reden und um Unterstützung zu bitten. Und andersrum, wenn es dem anderen nicht so besonders gut geht, dann helfen wir ihm. Es ist auch eine ganz gute Idee, das haben einige unserer Klienten auch getan und haben gesagt, wir zwei zusammen, jeder führt ein Grübeltagebuch und wir tauschen uns darüber aus, wie gut wir damit zurechtkommen. Das waren unsere 4 Tipps, um das Gedankenkarussell zum Stoppen zu bringen. Und wenn du das ausprobieren willst, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zusehen.